Sie wissen es offenbar besser, aber ich weiß es nicht. Aber selbst wenn Sie es gewesen sind, ist es aus meiner Sicht ein legitimes Ziel gewesen, um die russische Fähigkeit, Geld aus diesen Einnahmen zu kreieren, dann zu ziehen. Hey Leute, ein CDU-Abgeordneter, der es gut findet, wenn die Ukraine Nord Stream gesprengt hat, um Russland zu schaden, während Deutschland den Preis zahlt. Michael Gahler, EU-Abgeordneter für die CDU, liefert uns ein Statement, das nach Hochverrat schreit. Schaut rein, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Nicht vergessen, liken, abonnieren und kommentieren. Eure Meinung zählt. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jung und Patriotisch in brandgefährlichen Zeiten. Und da kommen wir auch gleich zu unserem ersten Thema, denn die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich dramatisch zu. Ja, dramatisch ist das richtige Wort. Man muss es ganz offen sagen. Es macht nur noch fassungslos, denn wir werden offensichtlich von scheinheiligen Moralisten regiert, die nicht mehr in der Lage sind, die Dimensionen ihrer Handlungen noch zu begreifen. Die Gefahr einer Eskalation steigt von Tag zu Tag. Wenn diese Kriegstreiber nicht bald gestoppt werden, dann droht uns möglicherweise so etwas wie ein dritter Weltkrieg. Petra, du hast diese Woche im EU-Parlament eine bemerkenswerte Rede gehalten. Kannst du uns vielleicht etwas dazu sagen? Ja, weil dieser Wahnsinn endlich gestoppt werden muss. Das fängt an mit dem senilen amerikanischen Noch-Präsidenten. Das muss man sich nämlich einmal vorstellen. Der war nicht einmal mehr in der Lage, den Wahlkampf zu Ende zu führen, hat schon vor 2 Jahren nicht unfallfrei von der Bühne gefunden. Aber in den letzten Wochen seiner Amtszeit läuft er plötzlich wieder auf Hochtouren, weil er weiß, dass dann Trump kommt und diese Kriegstreiberei beendet. Deshalb erlaubt er einfach schnell noch einmal der Ukraine amerikanische Langstreckenraketen auf russischem Territorium einzusetzen. Selbst auf die Gefahr hin, dass er damit den dritten Weltkrieg auslöst. Und anstatt sich von den letzten politischen Zuckungen des greisen Joe Biden zu distanzieren und ihn zur Zurückhaltung zu mahnen, setzt die EU-Spitze sogar noch eins drauf. Zum Beispiel die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, gemeinsam mit ihrem politischen Komplizen Manfred Weber. Die fordern sogar noch die Lieferung von deutschen Taurus-Raketen an die Ukraine. Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Gerade Frau Metsola, die muss wohl kaum Angst haben, dass ihr Heimatland Malta in den Krieg hineingezogen wird. Aber dafür macht sie Deutschland und weite Teile Europas zur Zielscheibe. Seit Kriegsbeginn hat die EU keine einzige ernsthafte Friedensinitiative gestartet. Ja, das EU-Parlament hat vor kurzem sogar Anträge für Friedensverhandlungen aktiv abgelehnt. Stattdessen folgen wir blind der kriegerischen Linie des abgewählten Sleepy Joe. Dabei hätte man hoffen können, dass der Sieg von Donald Trump unsere EU-Politiker vielleicht einmal dazu bewegt, ein wenig nachzudenken und ihre Linie zu überdenken. Nein, natürlich nicht. Die EU hat sich nämlich in eine strategische Sackgasse hineinmanövriert. Und während in der Ukraine die Bomben fallen, klingen in den USA die Kassen. Die amerikanische Rüstungsindustrie fährt Milliardengewinne ein und Europa bleibt mal wieder auf der Strecke. Ja, Krieg ist für manche ein Milliardengeschäft. Vor allem für die Amerikaner, vor allem für die amerikanische Rüstungsindustrie. Denn auch die Waffenlieferungen, die es aus der EU an die Ukraine gibt, mehren vor allem die Gewinne der amerikanischen Rüstungskonzerne. Bis zu 80% der in Europa getätigten Ausgaben für Waffen fließen direkt nach Amerika. Ja, und die Europäische Union ist so dumm und lässt sich gleich mehrfach vor den Karren spannen. Während die amerikanischen Konzerne Milliarden scheffeln, steht bei uns die Industrie und Wirtschaft und damit auch der Wohlstand vor dem Ruin. Und natürlich die Bürger leiden auch unter den explodierenden Energiepreisen. Allein die Abkopplung von russischem Gas kostet Europa nach Expertenschätzungen etwa 300 Milliarden Euro. Ja, aber wer profitiert einmal mehr davon? Natürlich die Amerikaner. Die amerikanische Fracking-Industrie zum Beispiel. Durch die Sprengung der Nord Stream-Pipeline, hinter der laut neuesten Erkenntnissen angeblich Ukrainer stecken, mit besten Verbindungen in höchste Armee- und Geheimdienstkreise. Dadurch können die USA jetzt noch mehr Flüssiggas nach Europa exportieren. Teures und umweltschädlich gewonnenes Gas also, das vorher niemand haben wollte. Ein Riesengeschäft für die amerikanische Wirtschaft. Apropos Nord Stream, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie alle in Europa, wie aus der Pistole geschossen, sofort den Russen selber die Schuld in die Schuhe schieben wollten? Und dann hat sich herausgestellt, dass es wohl doch die Ukrainer selbst waren, die hinter dem Anschlag stecken.
Aber was war dann die Reaktion der Europäischen Union darauf? Genau, gar keine. Keine Kritik aus Europa und schon gar nicht aus Deutschland, das davon am stärksten betroffen ist. Viel mehr noch. Alex, du hast ja vor kurzem einem Kollegen aus Deutschland eine interessante Frage gestellt und die Antwort war mehr als bedenklich. Ja, Deutsch möchte ich an dieser Stelle einmal in Anführungszeichen setzen. Die CDU übt sich nämlich hier in Täter-Opfer-Umkehr. Es sei ein legitimes Recht der Ukraine gewesen, die Pipelines zu zerstören, um die Zahlungsströme nach Russland zu verhindern. Hören wir einmal kurz rein, wie der CDU-Abgeordnete Michael Gahler auf meine Frage hin das alles gerechtfertigt hat. Verrat an Deutschland, kann ich da nur sagen. Ich weiß es nicht, ob es die Ukrainer gewesen sind. Sie wissen es offenbar besser, aber ich weiß es nicht. Aber selbst wenn sie es gewesen sind, ist es aus meiner Sicht ein legitimes Ziel gewesen, um die russische Fähigkeit, Geld aus diesen Einnahmen zu kreieren, dann zu ziehen. Das ist tatsächlich unfassbar und grenzt schon an Masochismus. Wir überweisen zig Milliarden Euro an ein Land, das auf unsere Energieversorgung einen Anschlag verübt und sie auch noch gefährdet. Und unsere EU-Eliten, die bedanken sich sogar noch, wenn die Ukraine unsere Energieversorgung gefährdet. Da geht es ja nicht nur um Nord Stream, sondern auch um den Durchleitungsvertrag für Öl und Gas aus Russland, der mit Jahresende von der Ukraine aufgekündigt wird. Hier ist Österreich neben Ungarn und der Slowakei hauptbetroffen. Vollkommen egal, was die Ukraine macht, wir unterstützen. Das versteht man sozusagen unter der bedingungslosen Solidarität. Ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass unter Präsident Trump diesem ganzen Spuk ein Ende bereitet wird. Lass uns noch mal über ein Thema sprechen, das in Österreich für großen Wirbel gesorgt hat. Die geplante Erweiterung des Schengen-Raums um Rumänien und Bulgarien. Ja, wir Freiheitliche halten diese Erweiterung für einen Verrat an Österreich und an den Interessen der europäischen Bürger. Das Konzept von Schengen ist gescheitert. Gescheitert durch die zügellose Masseneinwanderung und durch die Unfähigkeit der EU, diese Massenzuwanderung zu bekämpfen. Da hast du vollkommen recht. Von Schengen profitieren heute vor allem Wirtschaftsmigranten und ihre Schlepper. Es ist vollkommen verantwortungslos, den Beitritt von Rumänien und Bulgarien zum Schengen-Raum voranzutreiben, während ein echter und stabiler Außengrenzschutz weiterhin nicht gegeben ist. Genau, sogar innerhalb des Schengen-Raums müssen immer mehr Länder wieder Grenzkontrollen einführen, um diese Asyltouristen an der Einreise zu hindern. Auch hier in Deutschland zum Beispiel. Das sind allerdings nur Fake-Grenzkontrollen. Denn die ausgefallene Ampel hatte nie ein Interesse daran, die Masseneinwanderung einzuschränken. In Österreich waren wir lange nicht nur wir Patrioten gegen diese Schengen-Erweiterung, sondern auch die schwarz-grüne Regierung. Sogar ein Veto hat man eingelegt. Aber das hat sich jetzt schlagartig geändert. Grund dafür ist offensichtlich ein fauler Deal, den die ÖVP mit ihrer europäischen Parteifreundin von der Leyen geschlossen hat. Österreich gibt sein Veto gegen die Schengen-Erweiterung auf. Dafür hat die abgewählte Kanzlerpartei ÖVP den völlig inkompetenten Magnus Brunner als EU-Migrationskommissar bekommen. Apropos fauler Deal, der EU-Haushalt für das kommende Jahr wurde diese Woche in Straßburg durchgewunken. Ja, diesmal hat es ja endlich geklappt für die EU-Einheitspartei. Das letzte Mal, als es um die Leitlinien für das Budget ging, gab es ja für die Linken eine ziemliche Panne. Richtig, das letzte Mal haben wir bekanntlich durch unsere Anträge den gesamten Haushaltsentwurf platzen lassen. Ja, den braucht ohnehin kein Mensch. Viel wichtiger ist, dass hier endlich einmal der sogenannte Cordon sanitaire, also die Brandmauer in der EU, angegriffen wird. Dass der Haushalt jetzt verabschiedet wurde, ist aber auch ein Witz. Der unterscheidet sich nämlich nur marginal von dem Entwurf, der im November noch abgelehnt wurde. Was jetzt vor allem fehlt, sind unsere Anträge für Grenzschutz und Asyllager außerhalb der EU, die damals eine Mehrheit gefunden haben. Stellt sich die Frage, wieso wir überhaupt einen Entwurf abstimmen, wenn das Ergebnis letztlich überhaupt keine Rolle spielt. Es ist eben eine Demokratiesimulation. Das zeigt dieses Beispiel wieder mal mehr als deutlich. Richtig, aber auch die knappe Wahl der EU-Kommission zeigt, dass sich die Mehrheiten sukzessive zu unseren Gunsten verschieben. Und das wird uns in Zukunft noch viel Freude bereiten. Ja, aber leider müssen wir trotzdem noch 5 Jahre die schlechteste EU-Kommission aller Zeiten ertragen, mit der Pharmalobbyistin von der Leyen an der Spitze. Die Themen werden uns beiden also nicht ausgehen. Wir werden weiter Druck ausüben und euch natürlich darüber berichten. Schon in der nächsten Folge von Jung und Patriotisch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Geht raus, liebe Leute,
es ist wieder so weit. Weht das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell, das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da wird's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand.